Mein Name ist Michael von Anuka und in diesem Video möchten wir unsere neue Wachstumsfunktion vorstellen. Auch diese startet zunächst mit einer sogenannten Beta-Version, wo wir in den nächsten Monaten noch den letzten Feinschliff zusammen mit euch und euren Rückmeldungen vornehmen werden. Dennoch haben wir auch schon in der Startversion einiges an Funktionen bereitgestellt, auf die wir in diesem Video eingehen möchten. Dafür werden wir uns zunächst anschauen, wie wir eine neue Wachstumsplanung anlegen. Wir werden kennenlernen, wie die Erfassung der Ist-Gewichte und verschiedene Einstellungen entlang der Wachstumsplanung vorgenommen werden. Insbesondere die Grafiken werden wir uns anschauen, wo wir mit verschiedenen Sichten auch unterschiedliche Möglichkeiten bekommen werden, den Wachstumsverlauf bestens zu verfolgen. Mit Rationsanpassungen und deren Einbindungen unserer Analysen werden wir sehen, dass wir auch in der Lage sind, die Korrelation zwischen Analysen und Wachstumsplanungen entsprechend aufzuzeigen. Eine individuelle Planung wird zudem dabei unterstützen, die vorgegebenen Referenzwerte von uns zu übersteuern, um ganz individuelle Tierwachstumsphasen zu beplanen. Und zuletzt werden wir auch kennenlernen, wie sich die Verwaltung und das Löschen der Wachstumsplanungen im Anuka gestaltet und wie wir in Summe einen Überblick über alle unsere Wachstumsplanungen behalten. Wir starten wie immer in unserem Anuka-Dashboard und um eine neue Wachstumsplanung zu starten, klicken wir hier auf diese Schaltfläche. Die Maske für die Wachstumsplanung öffnet sich dann entsprechend und wie in jedem der Anuka-Funktionen finden wir wieder Basisangaben und erweiterte Angaben rechts daneben. Für die Basisangaben ist hier wieder die Tierart zunächst auszuwählen und das Zielgewicht des Tieres, welches man hier mit den Schiebereglern entsprechend einstellen kann. Man sieht auch schon sofort, werden sich unten die Grafiken, auf die ich gleich eingehen werde, entsprechend aktualisieren. Ich gehe erstmal hier oben weiter auf die Basiseinstellungen ein. Wir haben hier zugleich mit den Vorschlagswerten von plus minus 10% gewisse Toleranzbereiche, die ich hier jeweils bis zu 20% entsprechend einstellen kann. Ich stelle das jetzt einfach mal so ein bisschen ein und man sieht auch schon hier unten in den Grafiken passiert dann immer gleich was. Ansonsten befinden sich hier noch die Angaben zum Tierbesitzer, analog zu den üblichen Masken, die wir im Anuka haben. Für die Tierangaben haben wir hier uns entschieden, auch ein Rassenfeld neu zu integrieren, die auch insbesondere bei den Zielgewicht ein bisschen mit unterstützen soll, dies zu definieren. Wir haben hier eine Vorschlagsliste von über 100 Hunderassen bereits hinterlegt und Gewichtskorridore, in denen sich üblicherweise die Rasse entsprechend befindet. Das kann man entweder aus der Liste hier selber auswählen oder über Suchfunktionen wie hier die Berner Sennen zu suchen, oder man kann auch freie Texteingabe hier entsprechend vornehmen, wenn mal keine Rasse oder eine passende Rasse gefunden wird. Für unsere Demo hier wähle ich einfach mal den Dalmatiner aus, unsere Rasse des Tieres, welches sich etwa zwischen 26 und 33 Kilo befindet. Passe einfach mal 27 Kilo als Zielgewicht entsprechend an. Das Geburtsdatum, klar, obligatorisch. Ich setze das mal jetzt rückwirkend auf den 3. Juli hier und wir sehen schon, dass das Tier entsprechend zum heutigen Tag 5 Monate alt ist und eine prognostizierte Wachstumsdauer von etwa 14 Monaten hier berechnet wird. Dann kann ich hier noch die Geschlechtsangabe machen und insbesondere für Mischlingsinformationen haben wir uns auch dazu entschlossen, hier Informationen zu den Eltern mitzugeben. Auch hier können wir für den Vater als auch für die Mutter entsprechend die Rasse mit hinterlegen. Auch hier wieder als Referenz oder Anhaltswert, um die Zielgewichte des Tieres entsprechend daraus abzuleiten. Ich lasse das jetzt mal leer, stelle aber dennoch hier mal ein Zielgewicht ein, um gleich nochmal auf die Grafiken entsprechend dafür mit einzugehen. Ich setze das
Gewicht der Mutter vielleicht so auf 26 Kilo. Und damit hätten wir im Prinzip schon alles, was wir brauchen, um die Wachstumsplanung uns in den Grafikbereich näher anzuschauen. Hier unten befinden sich jetzt unsere Grafiken. Wir sehen, wir liefern im Standard schon zwei verschiedene Sichten der Grafiken aus. Zum einen ist das die kalendarisierte Sicht, die bezogen auf das Geburtsdatum des Tieres vom 3.7. dann jeden Monat kalendarisiert die Wachstumsplanung, die Sollkurve mit den Toleranzwerten hier oben und unten entsprechend aufzeigt. Und auf der rechten Seite haben wir die eher klassischen Sichten, die wir auch in der Literatur sehr oft vorfinden, mit den monatlichen Zeitscheiben und den Planwerten dahinter. Die Kurvenverläufe sind natürlich absolut identisch. Auch die Funktionalitäten der beiden Grafiken mit den Ein- und Ausschalten der jeweiligen Elemente verhalten sich absolut analog. Die Referenzwerte, die ich auch für die Eltern mit hinterlegt habe, sind im Standard hier ausgeblendet, kann ich aber auch beliebig durch einen Klick hier mit anzeigen. Und man sieht auch, wenn ich hier oben diese entsprechend anpasse, dass sich diese Werte auch unten in den Grafiken sofort entsprechend mit aktualisieren. Die Grafiken enthalten auch eine Hilfslinie, die uns immer zeigt, wo der aktuelle Kalendertag sich befindet. Das hilft uns insbesondere dabei, sofort zu sehen, welches Gewicht sollte das Tier entlang der Gewichtsplanung zum heutigen Tag haben. Insbesondere für die Gewichtserfassung, die wir gleich vornehmen werden, ist es natürlich interessant zu sehen sofort, welchen Sollwert das Tier heute hat, um auch die Differenz letztendlich sofort ersichtlich zu machen. Wir haben hier oben im Einstellungsbereich die Möglichkeiten, die Grafiken entweder ein- oder auszublenden. Je nachdem, wer welche Sicht lieber mag, können wir hier entsprechend ausblenden und die jeweilige Grafik wird dann vollautomatisch an die Bildschirmgröße entsprechend angepasst. So, wir können die auch beide wieder aktivieren. Sie werden dann beide untereinander dargestellt und mit einem Aktualisieren der Seite sind sie wieder nebeneinander. Wir haben zudem auch noch die Möglichkeit, eine Wocheneinteilung anzeigen zu lassen, zu der im Standard aufgerissenen Monatseinteilung. Dafür können wir auch hier uns ganz spezielle Bereiche der Wachstumskurve ansehen und anzeigen lassen, die wir genauer betrachten möchten zu gewissen Zeitpunkten. Und dafür können wir uns auch zusätzlich die Hilfslinien der Wocheneinteilungen anzeigen lassen. Analog geschieht natürlich alles, was wir oben in den Einstellungen machen, auch immer in der zweiten Grafik dazu. Ich blende jetzt trotzdem mal eine aus. Und jetzt kommen wir auch mal zur Gewichtserfassung. Die haben wir hier oben in dem Block vorgesehen und mit dem Plus können wir bis zu 30 Gewichtserfassungsfelder letztendlich hier integrieren. Die werden immer mit dem Vorschlagswert des aktuellen Kalenderdatums erstellt. Man kann natürlich aber auch hier entsprechend zurückdatieren und in meinem Beispiel erfasse ich mal 3 Werte für 3 Monate der vergangenen Phase und zeige hier im Aufriss gleich mal, wie sich das Ganze darstellt. Wir sehen schon, die Ist-Erfassungen werden mit der schwarzen Linie unten in der Grafik gekennzeichnet und ich erfasse mal beispielhaft hier ein paar Werte, um das zu sehen. So, hier kann man jetzt entsprechend verfolgen, wie gut die Ist-Entwicklung des Tieres sich entlang der Plankurve, der orangenen Linie, sich verhält. Und hier kann man jetzt auch nochmal sehr gut sehen, wenn ich einen speziellen detaillierten Blick auf gewisse Wachstumsphasen werfen möchte und bekommen möchte, dass mir die Grafiken hier sehr gut helfen, diesen Blick auch in der Visualisierung entsprechend genau zu ermöglichen. So, ich speichere mal unser Tier. Ich nenne mal unsere Beispiel-Wachstumsplanung hier für den Hund namens Bommel.
speichere das mal ab. Denn was ich als nächstes gerne zeigen möchte, ist die Korrelation zu Rationsanpassungen, die eventuell notwendig sind, wenn wir sehen, dass sich ein Tier entweder zu schnell oder zu langsam entlang der Wachstumsplanung entwickelt. Dafür haben wir hier die Integration der Analysen vorgesehen. Und jetzt zeige ich einmal, wenn eine Rationsanpassung im Rahmen des Wachstums erfolgt, wie wir diese integrieren und auch hier in der Grafik mit visualisieren können. So, dazu gehe ich als nächstes mal in eine Analyse rein und erstelle mir eine Rationsanpassung. Und nenne das auch für unseren Hund Bommel, der am 3.7. geboren ist, und das momentane Istgewicht werden wir mal jetzt zum Beratungszeitpunkt am 3. September auf 4 Kilo entsprechend mal festhalten. Das reicht mir im Prinzip schon. Ich mache jetzt mal hier keine Anpassungen und Rationsplan rein, denn was wir hier brauchen und für die Integration ist lediglich die Analyse mit den Angaben und des Beratungsdatums und des Istgewichtes. Dann gehen wir wieder zurück in unsere Wachstumsplanung, die wir hier in der Verwaltung jetzt auch schon sehen. Und hier in der Auswahlliste sehen wir unsere Analysen, die ich habe. Und wir sehen auch für unseren Hund Bommel eine Rationsanpassung, die ich eben erstellt habe, mit den Werten, die hier für die Integration in der Visualisierung relevant sind, nämlich wann ist eine Rationsanpassung erfolgt und welches Istgewicht hatte der Hund zu diesem Zeitpunkt. Das ist jetzt quasi der 3.9. und die 4 Kilo. Und wir sind jetzt auch hier in der Lage, diese Rationsanpassung entsprechend in der Grafik zu visualisieren. Hier kann man natürlich jetzt sehr gut dann auch den Zusammenhang darstellen von notwendigen Rationsanpassungen, die mitunter gemacht wurden während einer Wachstumsphase und wie diese sich dann auch ausgewirkt haben während der Wachstumsphase. Die Analysen kann man hier beliebig einbinden. Das heißt, wenn mehrere Rationsanpassungen während des Wachstumsverlaufes notwendig sind, kann ich hier eine beliebige Anzahl Rationsanpassungen mit integrieren. Für die Verwaltung und den Überblick möchte ich ganz gerne auch zeigen, wie sich das Ganze jetzt in der Gesamtübersicht darstellt. Dafür gehen wir hier mal in die Verwaltung rein und schauen uns nochmal genau an, was hier jetzt alles gelistet wird. Wir sehen wie üblich auch ein paar zusammenfassende Informationen von den Eingabefeldern, die wir entsprechend gefüllt haben. Und wir sehen, insofern Analysen hier verbunden sind, dass wir hier in dem Fall eine verbunden haben, und zwar diese Analyse mit der Nummer A1029. Das gleiche sehen wir auch, wenn wir in die Rationsanpassung des Bommels mal hier in die Übersicht reinschauen, sehen wir jetzt auch, es gibt hier eine Spalte, die uns auch kennzeichnet, wenn eine Wachstumskurve oder Wachstumsplanung mit der Analyse mit verbunden ist. Und in dem Fall ist es eben genau eine, nämlich die Wachstumskurve mit der Kennzeichnung W29. Diese, wenn man hier in die Rationsanpassung geht, befindet sich jetzt auch entsprechend hier gelistet, in der man hier auch beliebig auch direkt abspringen kann. Damit integrieren sich die verschiedenen Funktionalitäten
im Anuka untereinander und wir zeigen hier entsprechend auch auf, wie die Korrelation und die Auswirkungen insbesondere hier von Rationsanpassungen zu Wachstumsverläufen sich darstellen. Für ganz individuelle Planungen der hier in orange markierten Planung können wir auch hier oben noch eine weitere Funktion aktivieren, in der wir die Wachstumsentwicklung des Tieres ganz individuell vornehmen können. Wir sehen hier für jeden Kalendermonat Wertfelder, die wir entsprechend befüllen können. Und ich mache mal hier am Beispiel des 5. Kalendermonats eine Werteingabe. Man sieht schon sofort, dass ich hier sofort in der Lage bin, diese Werte entsprechend anzupassen und dass die Kurvenverläufe sich entsprechend auch aktualisieren. Mit der vollständigen individuellen Planung übersteuert man und ist man in der Lage, die vorgegebenen Referenzwerte entsprechend neu zu planen und auf das Tier ganz individuell einzugehen. Auch ein wichtiger Hinweis, den wir gleich mitgeben möchten, deswegen auch der gelbe Hinweisblock hier, dass wir die Referenzwerte natürlich aus Literatur und wissenschaftlichen Grundlagen hier zwar vorgeben, aber mitunter nicht immer den reellen Entwicklungsverlauf des Tieres, insbesondere jeder Rasse, zwangsläufig widerspiegeln kann. Und daher auch der Hinweis, dass natürlich insbesondere bei individuellen Anpassungen die Hinzunahme von Fachpersonal hier zwangsläufig erforderlich ist, um wirklich einen reellen Wachstumsverlauf hier zu planen. Diesen kann man auch ausblenden, wenn man sich sicher ist, was man tut. Und hier kann man natürlich, wenn man das wieder rückgängig machen will, diese Felder auch wieder löschen und dann werden automatisch wieder die Referenzwerte, die hier im Anuka hinterlegt sind, dafür gezogen. Gut. Ansonsten haben wir auch noch den PDF-Export mit integriert, der für Druck entsprechend eine formatierte Ausgabe liefert. Und zuletzt würde ich noch ganz gerne auf die Teilungsfunktion auch eingehen, die wir auch in den Wachstumskurven mit unterstützen. Die bereitgestellten Wachstumskurven finden wir auch hier unten in diesem Bereich. Und die soll auch insbesondere die Zusammenarbeit vielleicht mit Kunden oder mit dem Tierbesitzer letztendlich auch unterstützen. Teilungsfunktion wie immer hier in diesen Basisangaben hinterlegen mit der E-Mail-Adresse des Anuka-Anwenders. Und das soll vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit unterstützen, dass Gewichtserfassungen nicht zwangsläufig von dem Ersteller notwendigerweise vorgenommen werden müssen, sondern von dem Tierbesitzer selbst und damit auch entsprechend die die Wachstumsplanung geteilt werden kann. Das wäre es zunächst für die Wachstumsplanung. Wenn irgendwas auffällt zum jetzigen Zeitpunkt, es ist nach wie vor die Beta-Version, wir werden das in den nächsten Monaten weiter verfolgen, insbesondere wenn es Verbesserungen und noch kleine Fehlerbehebungen gibt, die auffallen. Schreibt uns gerne entweder hier über unsere Rückmeldungen, Kommentare dazu rein oder auch über unsere E-Mail-Adresse. Bis dann wünschen wir viel Spaß mit unserer Wachstumsfunktion.